rund oder länglich. Zähne putzen tun sie alle. Doch die Preisunterschiede bei elektrischen Zahnbürsten sind gewaltig. Man merkt es auch bei den Ersatzbürstchen. Das Teil von Philips kostet 8-mal so viel wie das von DM. Die Preisunterschiede sind sehr groß und wir wollten natürlich auch wissen, ob die teuren Bürsten am Ende auch besser sind als die günstigen. Im Test 17 elektrische Zahnbürsten zu Preisen von 20 bis 267 €. Die Sonicare 9900 von Philips ist die teuerste. Sie hat einen länglichen Bürstenkopf und wird von einem Schallelement angetrieben. Es gibt ein Putzzeitsignal und eine akustische Andruckkontrolle. Zum Set gehört eine Ladestation und eine Ladeschale für unterwegs. Eine App kontrolliert, ob auch geputzt wird. Ist die teure Philips besser als die Boom Brush für 89 €? Oder die Braun für 87,50 €? Mit 20 € ist die Dontodent von DM die günstigste. Sie hat einen runden Bürstenkopf und wird per Motor angetrieben. Auch hier gibt es eine Andruckkontrolle und ein Putzzeitsignal. Auch der Putzmodus wird angezeigt. Die Ladestation hat Halter für 2 Aufsteckbürstchen. Kann die preiswerte DM mit der Rossmann für 26,70 € oder der Sunstar für 50 € mithalten? Rund oder länglich, Schall oder Rotation, was macht das eigentlich aus? Was sind die Unterschiede? Mit den Schallzahnbürsten, die einen länglichen Bürstenkopf haben, erwischt man mehrere Zähne auf einmal, wohingegen man bei den rotierend oszillierenden Zahnbürsten einen kleinen Bürstenkopf hat, mit dem man einzelne Zähne so nach und nach einige Sekunden putzen sollte. Es ist also eine Typfrage, ob man eher akribisch putzt oder ob man mehr auf einen Schlag erledigt haben möchte. Im Labor der Tester wird die Reinigungsleistung der Bürsten geprüft. Dazu werden Testzähne mit einem künstlichen Zahnbelag beschichtet. In der Zahnputzmaschine arbeiten 6 gleiche Bürsten nebeneinander. So werden Messfehler minimiert. Nach 15 Sekunden ist alles vorbei. Jetzt werden die Ergebnisse verglichen. Wir konnten feststellen, dass die Schallzahnbürsten teilweise recht gut abgeschnitten haben, auch mit sehr guten Urteilen. Die rotierend oszillierenden Zahnbürsten sind zum Teil auch gut, können mithalten, aber sind nicht ganz so gut wie die Schallzahnbürsten. Letztendlich kommt es aber auf die einzelne Bürste an und man kann nicht die Qualität einem Typ zuordnen. Die preiswerte Rossmann Schallzahnbürste hat sichtbare Probleme. Die teure Philips macht es deutlich besser. Auch beim Test der Handhabung zeigen sich Unterschiede. Im Prüfpunkt Handhabung prüfen wir unter anderem, wie gut die Zahnbürsten an schwer erreichbare Stellen kommen, wie gut sie in der Hand liegen, ob sie sich gut reinigen lassen oder auch wie laut sie sind. Und es gab durchaus auffällige Ergebnisse, zum Beispiel bei der DM Dontodent. Da war es so, dass das Putzzeitsignal kaum wahrnehmbar war. Das heißt, die Info, die man bekommt, wenn die Mindestputzzeit erreicht ist oder wenn man den Quadranten innerhalb des Mondes wechseln soll. Die teure Philips macht sich gut, aber die preiswerte Rossmann ebenso. Im Dauertest wird eine Betriebsdauer von 6 Jahren in einem 2-Personen-Haushalt simuliert. Erfreulich, fast alle Bürsten halten durch. Nur die Sunstar fällt aus der Reihe. Bei der Sunstar haben wir festgestellt, dass sich mehrere Produkte überhaupt nicht anschalten ließen und nicht aufladen ließen. Das heißt, wir konnten sie gar nicht weiter prüfen und sie ist dann im Dauertest durchgefallen. Übrigens, Stürze aus 70 cm Höhe überstehen die meisten Bürsten. Nur bei Rossmann gibt es einzelne Ausfälle. Am Ende der Tests landet jedoch die Sunstar auf dem letzten Platz, da sie gar nicht funktioniert. Testurteil mangelhaft. Auch nicht überzeugend die preiswerte Rossmann. Die Rossmann-Bürste ist recht günstig, aber bei der Zahnreinigung ist sie nicht wirklich überzeugend. Testurteil immerhin befriedigend für Rossmann. Gerade noch empfehlenswert die preiswerte DM. Die DM-Zahnbürste putzt gerade noch gut und ist für den Preis durchaus beachtlich. Testurteil ein knappes Gut für die DM. Testsieger ist die teure Philips. Doch auch Braun und Boom Brush putzen richtig gut. Testurteil gut für alle 3.
Übrigens, alle elektrischen Zahnbürsten im Test haben fest eingebaute Akkus. Ist deren Lebensdauer abgelaufen, wandern gleich die ganzen Geräte in den Elektroschrott. Nachhaltig ist das nicht.